Jede Auswanderung muss man sorgsam vorbereiten, aber kann man auch zu viel Zeit damit verbringen? Kann man sich da auch irgendwo verlieren in dem Prozess? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Im Englischen gibt es einen Ausdruck, der heißt Paralysis by Analysis. Das bedeutet ungefähr so viel wie Lähmung durch Analyse. Also wenn ich zu viel analysiere, wenn ich zu viel Nachforschung mache, wenn ich mich zu sehr mit einem bestimmten Thema beschäftige, etwas, das ich vielleicht angehen möchte, wie eine Auswanderung zum Beispiel, wenn ich hier zu sehr die verschiedenen Vorteile und Nachteile abwäge, wenn ich zu sehr das perfekte Land suche oder zu sehr auch die Nadel im Heuhaufen, dann komme ich hier nie ins Tun, sondern dann bleibt das im Grunde eine immerwährende Suche, so wie die Suche vielleicht nach Utopia. Tatsächlich kenne ich nicht wenige Mandanten, nicht wenige Auswanderer, denen es genauso geht. Man möchte Deutschland verlassen oder Österreich zum Beispiel und sucht dann natürlich nach dem perfekten Land. Die Menschen müssen dort perfekt sein, nett, und sie müssen einen freundlich aufnehmen. Man muss schönes Wetter haben, niedrige Steuern, es muss sicher sein, es muss auch strategisch und geografisch so gelegen sein, dass man in Zukunft vor Kriegen geschützt ist. Dann ist für ganz viele wichtig, dass es in dem Land auch keine verpflichtenden Impfungen gibt und dass auch noch Homeschooling erlaubt ist. Natürlich soll das Land hier nicht in irgendwelchen Organisationen aktiv sein, kein Mitglied sein und auch nicht irgendwelche Politiker haben, die hier in irgendeiner Weise undurchsichtig handeln. Also, wenn du mich fragst, es muss im Grunde das Paradies auf Erden sein. Der Himmel sozusagen, die Seligkeit. Tatsächlich bekommen wir auch immer wieder Anfragen hier von Betroffenen. Zum Beispiel eine Person hat uns vor kurzem mir geschrieben und sie hat gesagt, wir haben uns zunächst von jemand anders beraten lassen, aber leider konnte er uns nicht beraten. Wir sind sehr enttäuscht. Er hatte keine konkreten Lösungen für uns. Dafür suchen wir doch einfach nur ein Land, wohin wir auswandern können. Und dann haben sie uns ihre Kriterien aufgelistet und eine sehr lange Latte von Kriterien dort beschrieben, analog zur Liste, die ich gerade eben gesagt hatte. Und derjenige hat uns dann gefragt, ob wir ihn diesbezüglich beraten können. Leider mussten wir ablehnen. Wir mussten sagen, dass wir leider wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, hier ein entsprechendes Land zu finden, weil sie unserer Meinung nach einfach zu anspruchsvoll sind. Hier wird ihnen vermutlich niemand helfen können. Und das ist genau für viele ein Problem. Und ich glaube auch gerade für uns Deutsche und natürlich auch für Österreicher und Schweizer ist es ganz ähnlich. Da ist man hier perfektionistisch, weil man eben doch tatsächlich sagen muss, dass ja trotz allem vieles in den deutschsprachigen Ländern ziemlich gut funktioniert. Vielfach sind dann natürlich auch Unternehmer diejenigen, die hier ein solches Projekt wie das Auswandern planen wie ein Businessprojekt, ja, wie die Einführung einer Software oder wie ein Produktlaunch, und dann muss das alles ja absolut perfekt sein. Aber nun kommen wir hier zur Realität. Vielfach ist das eben einfach nicht möglich. Ich muss dich leider jetzt bitter enttäuschen. Es wird nicht das perfekte Auswanderungsland geben. Ich habe ja schon vielfach auf diesem Kanal hier erzählt, dass ich vor 25 Jahren Deutschland bereits verlassen habe und dann in einer Reihe von Ländern gelebt habe, zum Beispiel in der Schweiz, lange in den USA, Irland, Malta, UK etc. pp. Keines dieser Länder ist perfekt. Ich könnte jetzt für jedes dieser Länder hier eine lange Liste machen mit Sachen, die dort nicht perfekt sind, die mich geärgert haben, die mich genervt haben. Zu den USA zum Beispiel habe ich dazu auch einen Beitrag auf unserer Webseite geschrieben. 15 Dinge, die mich an den Amerikanern nerven. Aber ist das nicht normal? Ich meine, auch wenn du ein Auto kaufst oder wenn du eine Immobilie kaufst oder dich für einen Job entscheidest oder ein Unternehmen gründest oder ja, selbst wenn du jemanden heiratest, dann wirst du immer feststellen, dass jedes menschliche Unterfangen leider nie perfekt ist, dass es dort immer Makel gibt. Das ist die Natur der Sache. Wenn du religiös bist, dann glaubst du vielleicht, dass im Himmel dann alles perfekt sein wird. Okay, aber hier auf Erden, in der Realität, in der wir uns bewegen, in dem Nahkampf, der ja das Leben vielfach ist hier, da wirst du Perfektion leider nicht finden, und das gilt auch für Auswanderungsländer. In einem Land sind vielleicht die Steuern zu hoch. In einem anderen Land ist vielleicht das Gesundheitswesen nicht ideal. In einem dritten Land ist wiederum die Sicherheitslage nicht ideal.
Dann gibt es in vielen Ländern Korruption. Auch das Wetter ist in vielen Ländern jetzt nicht unbedingt ohne. Die Menschen sind vielfach unfreundlich. Ich habe mal zu den Schweizern gelesen, dass jemand sie mit Kokosnüssen verglichen hat. Ja? Ein sehr harter Kern, aber dann innen drin sehr süß. Der Vergleich hier mit der Kokosnuss. Was wir nämlich hier braucht, ist vor allen Dingen Zeit. Gibst du dem Land Zeit, hier auf dich zu wirken, auch dich positiv zu überraschen, dich zu überzeugen? Oder hast du hier eine gewisse Blockade von vornherein, dass du sagst, naja, wenn es nicht von vornherein perfekt ist, dann mache ich es sowieso nicht. Wenn wir uns zum Beispiel einen Ort wie Dubai anschauen, dann sagen ja viele sofort, naja, erstmal Muslime, zweitens viel zu heiß, drittens so eine künstliche Stadt irgendwo mitten in der Wüste und. So, und hier musst du dich jetzt entscheiden. Sicherlich, diese Dinge treffen vielleicht für Dubai zu. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier, wie gesagt, jeden beliebigen Ort, jedes beliebige Land hier anführen und könnte hier einige Nachteile aufführen. Aber dann gibt es natürlich zum Beispiel beim Thema Dubai einige Pluspunkte, sehr viele Pluspunkte sogar. Keine Steuern, sehr dynamisch, familienfreundlich, sehr sicher, etc. Also, was machst du nun? Nun, die eine Lösung ist natürlich zu sagen, ich werde hier einfach jedes Land durchdeklinieren, jedes Land hier analysieren, vielleicht auch überanalysieren und dann zu dem Schluss kommen, dass ich doch am besten in Deutschland bleibe, denn unter allen Strichen, nicht wahr, ist es dann doch vielleicht gar nicht so schlecht hier. Oder du sagst, okay, ich fertige eine Matrix an, dort führe ich die Punkte auf, die mir wichtig sind, gewichte diese entsprechend Sicherheit, zum Beispiel keine Steuern, Schulwesen, Lebenshaltungskosten etc. pp. Und das Land, was gewinnt, dort werde ich dann einfach hinziehen. Und dann werde ich das einfach mal auf mich wirken lassen. Dann werde ich dort mal sein hier für 1 Jahr, für 2 Jahre, für 3 Jahre. Und wenn es dann überhaupt nicht geht, dann kann man sich immer noch etwas anderes einfallen lassen. Aber wie gesagt, denk an die Kokosnuss. Erst dann musst du dich hier durch die harte Schale arbeiten, bis du dann an den süßen Kern kommst. Und das, wie gesagt, ist hauptsächlich eine Frage der Zeit. Und wenn dir hierfür der Mut fehlt, zu sagen, ich mache jetzt den Sprung ins kalte Wasser, ich mache jetzt den Sprung aus dem Flugzeug heraus und ich vertraue darauf, dass mein Fallschirm hier aufgeht und mich auffängt. Ich mache den Schritt ins Ungewisse, denn das ist jede Auswanderung am Ende. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, wie das Ganze ausgehen wird. Das Ganze kann tatsächlich in einer Katastrophe enden. Aber das war schon immer so und das ist auch bei vielen menschlichen Vorhaben so. Auch wenn du vor den Traualtar trittst, kannst du nicht mit Sicherheit sagen, dass es in dieser Beziehung keine Probleme geben wird. Ganz im Gegenteil. Du wirst wahrscheinlich sogar mit Sicherheit sagen müssen, wir werden schwierige Zeiten haben. Aber was du sagen kannst ist, ich werde mich bemühen, ich werde hartnäckig bleiben. Ich werde dranbleiben und ich werde kämpfen. Und beim Auswandern bist du jetzt ja in viel geringerer Weise verpflichtet als zum Beispiel bei meiner Ehe. Also, wenn es nach 2 Jahren nicht funktioniert, wirst du wahrscheinlich deine Ehe nicht einfach hinschmeißen. Aber wenn es wirklich nach 2 oder 3 Jahren nicht klappt, wirst du vielleicht sagen, okay, dann gehe ich eben woanders hin oder kehre notfalls wieder nach Hause zurück. Ich meine, ich kann das meiner eigenen Familie Geschichten erzählen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind einige meiner Verwandten nach Südamerika ausgewandert, nach Chile. 2 Brüder, 2 Großonkel von mir. Der eine hat dort sein Glück gefunden, ist dort sehr erfolgreich geworden, lebt heute immer noch da, beziehungsweise er lebt natürlich jetzt nicht mehr, aber seine Nachfahren leben immer noch da. Der andere Bruder hat es dort nicht geschafft und nach einigen Jahren mussten sie zurückkehren. Damals war das ja alles noch viel traumatischer und auch anstrengender. Da musste man noch mit dem Schiff hier nach Südamerika fahren. Das war also ein Riesenakt. Heute ist das vielleicht immer noch traumatisch, aber nicht so. Aber natürlich, auch als die beiden Brüder hier Deutschland verlassen hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, als alles in Schutt und Asche lag, haben sie gewusst, das ist jetzt ein Versuch. Ob es jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht, das werden wir dann sehen. Darauf müssen wir uns einlassen. Da brauchen wir Gottvertrauen oder wie auch immer du es nennen willst. Und ja, wenn es halt dann nicht geht, dann muss man halt dann wieder zurückkommen. Und meine beiden Großonkel, die haben sich sehr genau natürlich auf die ganze Sache hier vorbereitet. Aber glaubst du, das Risiko des Scheiterns oder auch die Aussicht auf Erfolg hätte sich maßgeblich verbessert, wenn sie jetzt zu Hause geblieben wären noch 2 Jahre und hier noch 2 Jahre lang Literatur zum Beispiel gelesen hätten? Wohl kaum. Man muss einfach ins Tun kommen, man muss es dann einfach irgendwann ausprobieren. Und wenn man das nicht schafft, wenn man diesen Absprung nicht schafft, dann ganz ehrlich, meiner Meinung nach, ist es eigentlich vielfach ein Zeichen dafür,
dass man es gar nicht tun sollte, dass man die ganze Sache mit dem Auswandern vergessen sollte. Weil wenn du nicht bereit bist, diese Möglichkeit des Scheiterns mit einzukalkulieren und für dich zu sagen, möglicherweise werde ich scheitern und dann wird es auch okay sein. Auch dann geht die Welt nicht unter, auch dann ist mein Leben nicht zu Ende, dann kehre ich halt zurück und mache einen neuen Anfang. Ist vielleicht nervig und das wollen wir vielleicht nicht. Wir wollen vielleicht jetzt hier die perfekte Entscheidung treffen, aber das wird realistischerweise nicht funktionieren. Jetzt kannst du alles Mögliche machen natürlich. Jetzt kannst du in die Länder in Urlaub fahren, dir das alles erstmal anschauen, hier für Wochen, für Monate vielleicht sogar. Aber am Ende wird es immer dieser Sprung ins Ungewisse sein. Auch beim Fallschirmspringen. Der Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und darauf vertraut letztlich, dass der Fallschirm aufgeht. Darauf vertraut, weil er natürlich sehr sorgsam hier seinen Rucksack vorbereitet hat. Hat er eine Garantie, dass der Fallschirm aufgeht? Hat er nicht. So, und daher wünsche ich mir, wenn du dich in dieser Lage siehst, dass du realistisch mit dir selbst bist. Wenn es eben gar nicht geht, dann kann man eben nicht auswandern. Aber wenn du eine Chance siehst, dass es in einem Land realistischerweise klappen sollte, auch wenn die Dinge in diesem Land nicht perfekt sind, auch wenn du schon davor weißt, dass es in diesem Land Dinge geben wird, die dich nerven, dann möchte ich dich dazu ermutigen, hier den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, es drauf ankommen zu lassen und dir auch selbst ein Scheitern einräumen zu können. Dass du dir also selbst sagst, ohne mit dir selbst zu hart ins Gericht zu gehen, wenn es nicht klappt, dann komme ich eben zurück, dann geht die Welt auch nicht unter. Also, es bleibt spannend. Wenn du dich ebenfalls mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt und dir hier zu diversen steuerlichen Themen Gedanken machst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als genau Mandanten bei diesen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, den Sprung ins kalte Wasser zu machen und dann natürlich im Ausland möglichst erfolgreich zu sein, wenig Steuern zu zahlen, Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.